Los geht's! Viel zu viel Gepäck mit. Flo im Schnee. Nachher hat er 33 Grad. Ja. Der Neid frisst mich. Ich werde ihn vermissen, den kleinen Weltenbummel. Ja, ich auch. Aber vorher muss ich den Ferl noch vom Schnee befreien. Aber das ist halt so ein toller Schnee, weil es so kalt ist. Mit Fernweh ist das so eine Sache. Wer es einmal hat, wird es nicht mehr los. Zu Hause in Wien wird das Verlangen nach Abenteuer von Monat zu Monat unerträglicher. Im Jänner habe ich wieder mal meine Sachen gepackt und beschlossen, nach Kambodscha zu fliegen, um dort auf einem Moped das Land zu erkunden, gemeinsam mit ein paar anderen Verrückten, denen ich zuvor noch nie begegnet bin. Kambodscha ist mir nicht unbekannt. Es ist bereits meine dritte Reise in das Land am Mekong-Delta mit seinen atemberaubenden Khmer-Tempeln. Dieses Mal breche ich aber mit gemischten Gefühlen auf. Kurz vor der Abreise habe ich erfahren, dass ich Vater werde. Sollte das mein letztes großes Abenteuer werden? You drive? Okay, okay. Thank you. Nach mehr als 24 Stunden in engen Flugzeugen und endlosen Security-Checks bin ich endlich in Phnom Penh gelandet. Eine Stadt voller Geschichte und Gefahren, an die ich nicht die besten Erinnerungen habe. Mit einem selbst gebastelten Tuk-Tuk geht's vom Flughafen zum Hostel. Die Fahrt durch den kaum organisierten Verkehr gibt mir einen Vorgeschmack auf das, was mich in den nächsten Wochen am Moped erwarten wird. Yeah, okay. Yeah, it's easier for you. Last dollars. Have a good day. Okay, thanks. Hello. If I would like to submit copies and keep a picture. So it's also like to inform our hostile policy. Phnom Penh, Tag Nummer 1. Die 3 Flüge waren echt anstrengend, ich habe es aber irgendwie geschafft. Ja, es war echt der turbulenteste Flug, den ich jemals gehabt habe. Und dann noch über 10 Stunden auf einem Sitz sitzen, wo man sich nicht bewegen kann. Das Fliegen ist schon irgendwie mühsam. Aber Phnom Penh, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren wirklich entwickelt. Es ist gar nicht mehr so abgefuckt, wie ich das eigentlich noch immer in Erinnerung habe. Schön hier. Jetzt werden wir mal schauen, ob ich heute überhaupt schlafen kann. Weil es ein bisschen, aber nur ein bisschen laut hier ist. Aber für das habe ich hier meine Ohrenstöpsel. Und nach irgendwie 24 Stunden fliegen und irgendwo rumsitzen und nicht schlafen. Und ich bin echt müde heute. Morgigen Tag werde ich eher mal gemütlich angehen. Mal schauen, was der Tag so bringt. Gute Nacht. Viel geschlafen habe ich nicht, aber das quirlige Phnom Penh ruft mich. Und so verbringe ich noch einen Tag mit Sightseeing. And then 1913, renovation to concrete. Ich lerne auch schon 2 meiner Moped-Gang-Kumpanen kennen. Gemeinsam besuchen wir den Königspalast. Nach einem Tag Akklimatisation sitze ich wieder im Tuk-Tuk, auf dem Weg zu unserem vereinbarten Treffpunkt. Es geht wohl in eines der schlechteren Viertel der Stadt. Die Dichte an Bars und zwielichtigen Massagesalons nimmt deutlich zu. Im Hotel angekommen, trudeln nach und nach die Teilnehmer unserer Expeditionsrunde ein. Ich treffe Elliot aus England, Rolf aus den Niederlanden,
Ed von C90 Adventures, Evan aus Kalifornien und die 2 Briten John und Paul. Das Schloss zu unserem Hotelzimmer wird noch repariert, während wir uns auf die Suche nach fahrbaren Untersätzen machen. In Kambodscha ist das eine Herausforderung. Motorradtourismus ist hier kaum existent. Bald machen wir den ersten Händler ausfindig, der uns verspricht, bis zum nächsten Tag die nötigen Mopeds aufzutreiben. Carry newspaper. Nice. So yeah, if somebody wants to jump up, take this one, say hi. Wir wollen uns wie die Einheimischen fortbewegen. Unsere Wahl fällt auf die üblichen 125 Kubik Halbautomatik Honda Waves. Naja, mal schauen, ob wir da das Rennen da wieder bekommen. Bis jetzt haben wir 1. Die verfügbaren Honda Waves und Dreams sind in eher desolatem Zustand. Hier lässt sich aber alles mit einem Hammer und einem Schraubenzieher reparieren. Ersatzteile lassen sich einfach am Markt organisieren. Und so tauchen wir in das Treiben der Stadt ein. Lassen uns leiten von exotischen Gerüchen und fremdartigen Geräuschen. Im dichten Verkehr kommen erste Zweifel auf, ob ich es hier mit beladenem Moped durchschaffen werde. Früh geht die Sonne unter. Wir kaufen einige billige Mopedteile am Markt neben dem großen Tempel. Am nächsten Tag geht die Suche nach den Hondas oder zumindest deren Teile in die zweite Runde. War irgendwie klar, dass unser Mopedhändler sein Versprechen nicht halten kann. Zwei Tuk-Tuks bringen uns zum Russian Market. Ein quirliger, dunkler Markt mit engen Gängen, in denen man sich kaum aneinander vorbeiquetschen kann. Vom Touri-Schrott-Souvenir bis zu Hühnerinnereien wird hier alles angeboten. How much a pashmina? $5. $5. Yeah. Okay. Yes. Và mỗi ly quay lên buồn bỏ ở tì ấy hay là cái cá chìm nữa vâng cô đi chơi
Ja, in der Ecke vom Markt kann man sich die ganzen Einzelteile kaufen und dann sein eigenes Moped zusammenbasteln. Ein riesen Moped-Puzzle. Eigentlich super. Da gibt es echt alles. Selbst gebastelte Felgen. She was laughing, like, haven't even moved in and you already. How much? This one? Pineapple? $1. $1? These are really good. Yeah. Die süße Ananas bringt die Energie wieder, die im heißen, schwülen Gewirre schnell verloren ging. Am Weg zurück finden wir einen anderen Moped-Händler, bei dem wir die letzten Gefährte für unsere Reise zusammen basteln lassen. Letzten Endes ist keine unserer Hondas perfekt, aber zusammen ergeben wir irgendwie ein ganz passables Fahrzeug. Wir packen, bezahlen unsere Hotelrechnung und mit merklich spürbarer Aufregung und Enthusiasmus fahren wir los. Hinein in den chaotischen Verkehr Kambodschas. Die kleinen Hondas scheinen, als wären sie wie gemacht für die kommenden Abenteuer. Auch wenn die ein oder andere Bremse nicht funktioniert oder Reifen jetzt schon abgefahren sind. Wir nutzen noch die Gelegenheit, an einer letzten richtigen Tankstelle zu tanken. Okay. Auf den ersten Kilometern geht es eher langsam voran. Aber rasch gewöhnen wir uns an die Eigenheiten unserer Gefährte. Es geht endlich raus aus der Stadt. Gott sei Dank. Man muss sich schon bewusst auf den verrückten Verkehr hier konzentrieren. So viele Eindrücke warten links und rechts des Weges, die mich ablenken. Manchmal wird's richtig eng mit entgegenkommenden Fahrzeugen oder Schlaglöchern.
Die Wege werden schmäler. Bald enden die asphaltierten Passagen. Unser Ziel heute ist ein nie genutztes riesiges Flugfeld. Unter den Roten Khmer, von Zwangsarbeitern angelegt, liegt es seit den 70er Jahren brach. That tank is almost empty. Don't worry, I don't know how accurate it is. Mine is 110%, so we have enough. Richtig legal ist das nicht, hierher zu kommen. Aber wir finden unseren Weg. Meine kleine Honda kann endlich zeigen, was sie kann. Das ungenutzte Flugfeld. Und was würde sich hier besser anbieten als ein kleines Rennen? Ob ich eine Chance habe mit meiner 110 Kubik Honda gegen die meisten von uns mit 125 Kubik? Eigentlich ist mir das egal. Es macht einfach riesen Spaß, über die Piste zu heizen, auch wenn mein Tank anscheinend so gut wie leer ist und das hier ein denkbar ungünstiger Ort wäre, um liegen zu bleiben.
Runden versuchen wir wieder eine Straße zu finden. Genau das sind die Momente, die so ein Abenteuer so speziell machen. Schließlich endet jeder staubige Fußweg in zumindest einer Richtung irgendwann in einem breiteren Weg. Find out you've never ridden on sand before. In der nächsten Episode. Wir laden die Mopeds auf Boote, tanken auf und verfahren uns komplett.